200 PS, ja, in einem Opel Astra mit allen Extras, ja. Max Vollmer ist zurzeit der Fahrer damit. Es ist sein Werkswagen, sein Dienstwagen, um es richtiger zu sagen. Und er hat den Namen Vollmer und dieses Auto ist voll, oder? Ja, also hier von der Ausstattung des Fahrzeugs ist komplett voll ausgestattet bis auf ein Schiebedach. Ja, warum kein Schiebedach? Du wolltest keins. Ja, ist mir einfach zu klein und ich fahre im Alltag immer mit Klimaanlage, deswegen habe ich es weggelassen. Ja, Opel Astra, das heißt, ich habe jetzt hier ein Auto, das, ich sag mal, von der Straßenlage her kein SUV ist. Das heißt, der liegt satt in der Kurve, oder? Der liegt satt in der Kurve, also hat ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk, 18 Zoll Felgen und der liegt richtig schön. Ja, die 18 Zoll Felgen sind drauf. 200 PS ist ausreichend? Ja, ist absolut ausreichend. Natürlich kann es immer mehr sein, aber das Fahrzeug hat einen großen Vorteil. Zum Vorgänger ist er 200 Kilo leichter und dadurch ist man mit den 200 PS schon sehr gut unterwegs. Ja, du bist schon sehr lange unterwegs für Opel. Jetzt so ein Astra mit 200 PS und voll, das macht einen Höllenspaß. Aber man muss sagen, das Auto ist sehr, sehr erwachsen geworden. Also es ist nicht mehr so die kleine Golfklasse, die man so hat, oder? Das stimmt. In dem Fahrzeug ist alles drin, was das Herz begehrt. Er ist unheimlich erwachsen geworden, bietet viel Platz und von der Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Ja, 6,6 Liter steht drauf. Ist es realistisch? Das ist außerorts realistisch. Ich fahre das Auto im Prinzip 90% innerorts und bin immer so um die 8 Liter, was ich finde, was für die Ausstattung und Automatikgetriebe und die Motorisierung absolut in Ordnung geht. Ja, was stark ist hier bei dem Fahrzeug, es hat alles eingebaut an Fahrerassistenzsystemen, das es gibt. Unter anderem weiß es, wo die Spur ist. Also wir werden es gleich mal ziemlich detailliert angucken, wenn du mal 2, 3 Sachen nennst. Also ganz wichtiger Punkt bei dem Fahrzeug und halt auch super angenehm zu fahren ist der adaptive Geschwindigkeitsregler. Das bedeutet, das Fahrzeug hat ein Abstandsradar, orientiert sich aufgrund von einer eingestellten Geschwindigkeit am Vordermann und der große Vorteil durch die Automatik ist halt zum Beispiel im Stop and Go, er beschleunigt, er bremst vollständig alleine. Ja, 3D-Look, hinten die Scheinwerfer, das ist auch schick. Der kam wann raus? Der Astra, der neue. Der neue Astra kam im Sommer 16 raus und ist seitdem unverändert, weil er weiterhin gut gefragt ist. Ja, das stellt so aus. Es hat auch diesen kantigen Look. Irgendwann kam ja mal Volkswagen damit an und hat alles kantig gemacht. Ja, dann hat man gemerkt, oh, kantig sieht ja doch ein bisschen moderner aus. Der ist jetzt sehr kantig. Man sieht es hier so zum Beispiel auch hinten an der Kante da dran. Es hat einen unglaublich starken Opel-Look, muss man sagen. Also eine ganz eigene DNA. Also er hat die eigene Opel-DNA, der Vorgänger war unheimlich rund und hier hat man jetzt scharfe Kanten, scharfe Konturen verwendet und steht im Fahrzeug unheimlich gut. Gerade mit dem angedeutet schwebenden Dach, mit dieser durchgehenden Heckscheibe wirkt das halt unheimlich toll. Ja, von hinten, es sind unglaublich viele Anleihen. Also ich hab eben gedacht, es ist irgendwie ein BMW von hinten. Also wenn man es so ein bisschen sieht. Also es ist, ich sag mal, er kommt richtig daher, hier bin ich, oder? Gerade am Heck, das erreicht man durch diese 2 horizontalen Linien. Das ist kein Geheimnis, das ist eine Tugend, mit der BMW arbeitet. Die wurde hier auch umgesetzt. Dadurch wirkt das Heck halt sehr breit und sportlich. Krass, oder? Ja, guck mal, das Opel-Zeichen, wie das hier rausguckt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, hat man extra so aufgesetzt, dass das Opel-Zeichen direkt ins Auge fällt und nicht irgendwo integriert ist und verschwimmt. Wie ist die Umsicht bei dir? Ist es gut zu fahren? Die Rundumsicht ist super bei dem Auto. Er hat relativ große Fensterscheiben und das Gute ist, wenn man durch die Heckscheibe durchschaut, dort wo der Heckscheibenwischer ist, hört das Fahrzeug auch auf. Ja, du musst ab und zu mal schnell am Einsatzort sein, muss man sagen. Das Auto ist sehr zuverlässig, springt an, bringt dich überall hin. Ja, das Auto ist unheimlich zuverlässig. Der Opel Astra ist ein ausgereiftes Fahrzeug und macht im Prinzip gar keine Probleme. Ihr habt ganz wenig Störungen bei dem. Also ich sag mal Motorschäden, Kupplungsschäden, irgendwas. Also dass es da irgendeine Serie gab. Das heißt, wichtig ist ja bei so einem Fahrzeug, das funktioniert, das wird gebaut. Der wird wo gebaut? Das Fahrzeug hier wird jetzt im polnischen Werk an der deutschen Grenze aber gebaut. Ja. Und ist absolut zuverlässig. Und Probleme gibt es im Prinzip bei den Fahrzeugen gar nicht. Ich habe einen T6, muss ich sagen, einen Bus. Weißt du, wo der gebaut wird? Portugal?
Polen. Polen, okay, ja, bauen Volks- viele. Wichtig ist, am Ende vom Band stehen immer die deutschen Ingenieure und machen Daumen hoch oder Daumen runter bei der Das ist Qualitätskontrolle. kein Witz. Ich habe nämlich, wenn da nämlich ein X drin ist bei dem Volkswagen-Bus, ja, dann ist der T6 wird gebaut in Polen. Und da habe ich erstmal geguckt, meine Frau ist ja aus Polen und die machen unglaubliche Qualität, muss man sagen. Und ja, ich habe das nicht gewusst, aber ist es direkt an der deutschen Grenze oder ist das Werk? Genau, das ist an der deutschen Grenze. Aber es macht keinen Unterschied, wo es gebaut wird, in Deutschland oder in Polen. Polen ist kein Niedriglohnland und die arbeiten auf dem gleichen qualitativ hochwertigen Niveau wie an den deutschen Standorten. Ja, wir wollen ja mal, wir haben gesagt, die große Ehrlichkeit, die wir hier haben. Du fährst das Auto wie lange schon? Also ich fahre das Auto jetzt seit Anfang November. Und? Ich bin begeistert. Das ist ein Traum, das Fahrzeug. Ist einfach wunderschön. So, wir gucken uns das gleich mal von innen an. Zunächst mal der Kofferraum. Wir haben ein paar Sachen rausgeholt. Denn du nutzt das Auto wirklich im Alltag, fährst es rauf und runter, links und rechts und hast gesagt, Sven, ich muss dir mal das Auto hier zeigen. Das ist so genial. Du machst es da auf. Warte, ich zeig's mal gerade. Hier oben, dass man sieht. Da ist so ein kleiner Knopf. Und man muss ja immer noch sagen, es ist ja immer noch eine Kompaktklasse hier. Es ist ja noch keine Großraumlimousine. Es ist eine Kompaktklasse, aber hier beim neuen Modell mit dem verlängerten Radstand zum Vorgänger passt richtig viel rein. Man hat im Innenraum unheimlich viel Platz. Ja, so sieht es aus. Das heißt, das Ganze ist umklappbar, sogar dreimal. Genau, die neue Umklappweise 20 in der Mitte und an den Seiten 40%, sodass im Prinzip rechts und links vollwertig Personen sitzen können, mitfahren können und nur der mittlere Teil umgeklappt wird. Wenn ich zum Beispiel Skier durchlade, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiges Ding, da will ich ja nicht die 2/3 einfach umklappen, kann keiner mehr Platz nehmen. Turbo hinten drauf. Viele Autos haben Turbo, aber das ist natürlich auch so ein bisschen der Abgasnorm geschuldet. Aber es macht doch Spaß, oder? Kickt gut? Es ist der Abgasnorm geschuldet, aber hier der 1.6er Turbo mit 200 PS, der ist natürlich extrem sportlich. Sehr cool. Ja, wenn du mal so lieb bist, du bist wie groß? Ich bin 1,78. Steig mal ein hinten. Dann mal schauen. Du hast nämlich den Sitz vorne auf 1,78 eingestellt, richtig? Du fährst ja vorne. Vorne ist jetzt auf mich eingestellt, so wie ich immer im Alltag fahre. Genau, und jetzt können wir mal hinten rein. Also das Auto wird ja durchaus auch von 3 Personen gefahren, muss man sagen, also die dann kommen. Wenn du mal gerade oben mal die Hand mal dazwischen machst bei dir, dass man mal sieht, wie viel Platz noch da oben ist. Genug, oder? Das ist unheimlich viel Platz. Auch So. noch für Personen, die deutlich größer sind. Deutlich größer sind. Da sind noch so Mulden mit drin. Was hat man hinten noch? Was Ja. kann man hinten einstellen? Also man hat hinten 2 USB-Anschlüsse zum Laden und auf der Rückbank wie vorne Sitzheizung. Also auf allen 4 Plätzen Sitzheizung. Das heißt, wenn die Mama mal neben das Baby muss hinten, das Neugeborene, kann man Platz nehmen. Das hat jetzt auch eine tolle Verglasung, die ist nicht zu dunkel. Ich kann aber trotzdem nicht reingucken. Das ist ganz angenehm für Kinder, oder? Ja, hier ist die dunklere Wärmeschutzverglasung verbaut. Man kann nicht direkt reinschauen und der Innenraum heizt sich nicht so schnell auf. So, wenn du mal vorne aufmachst, Motor, schauen wir uns mal an. Machen gleich mal Probefahrt, dass wir das mal haben. Und was auch cool ist hier, damit die Windgeräusche wahrscheinlich nicht so stark sind, ist das Opel-Zeichen komplett flach. Hat weniger was mit den Windgeräuschen zu tun, sondern da ist der komplette adaptive Geschwindigkeitsregler drunter. Also ein In dem Radarsystem. Im Zeichen. Also ist ins Opel-Zeichen integriert. Dort sitzt der Radar hinten dran. Okay, ist aber cool gemacht. Das sieht so von hinten, sieht es aus, als wäre es so echt Relief. Und wenn man vorne reinkommt, ist es ganz flach. Genauso sieht es aus. Cool. So, der ist jetzt benutzt. Der hat wie viel drauf, der Uhr? Also ich fahre Ungefähr. das Auto seit November und der hat jetzt 5000 Kilometer. Ja, das ist so. Cool. 200 PS. Turbo. Ja, früher, ich sag mal so vor 20 Jahren, hätten die Leute wahrscheinlich Turbo auf die Seite draufgeschrieben. Ja, aber heute... gut, der Turbo hat den Vorteil, der Spritverbrauch ist wesentlich geringer, oder? Ja, so ein Fahrzeug früher mit 200 PS in Automatik wäre unter 10 Liter gar nicht möglich gewesen. Ach so, der hat bei den 6,6 Litern Automatikgetriebe schon mit drin. Ist ein Automatikgetriebe verbaut. Dann ist es fair, muss man sagen. Automatik, normalerweise sagt man immer ein bisschen mehr. Aber was ist das für eine Automatik, die da eingebaut ist? In dem Fahrzeug ist eine klassische 6-Gang-Wandlerautomatik. Da setzt Opel seit vielen Jahren drauf, weil es halt einfach funktioniert und keine Probleme macht. Krass ist im Anhängerbetrieb, muss man sagen, wenn man zum Beispiel mal schwer zieht und macht das so im Halblastbereich, anfahren am Berg. Da ist natürlich eine Wandlerautomatik ein Traum, da geht nichts kaputt. Da ist die Wandlerautomatik ein Traum, das Fahrzeug rollt nicht nach hinten und man bekommt direkt Vortrieb. Ja, kommt direkt Vortrieb, es gibt auch keine Abnutzung, ja, das kommt damit hinzu. Man muss auch dazu sagen, die Wandlerautomatik ist
Ich fahr beides. Ich fahre also einmal DSG fahre ich, also Doppelkupplungsgetriebe und Wandlerautomatik. In dem Audi, den ich im Moment fahre, ist eine Wandlerautomatik mit drin, ja. Ich merke kaum einen Unterschied. Das heißt, ist so dieser Kraftfluss ist auch bei der Wandlerautomatik da, oder? Das ist unter anderem ein Grund, warum Opel auf die ausgereifte klassische Wandlerautomatik setzt. Die Schaltzeiten wurden enorm verkürzt, sodass man nur noch ganz selten Unterschied merken sollte zwischen einem Doppelkupplungsgetriebe und einer normalen Wandlerautomatik. Ja, wir steigen mal ein, wenn du mal so lieb bist, mir mal aufmachst. Das Ganze hat ein System, ich brauche also den Schlüssel nicht mehr rauszunehmen. Genau, das Fahrzeug hat ein Keyless-System, wird über den Türgriff direkt geöffnet und hat im Inneren einen Startknopf. Es riecht nach Leder, echtes Leder. Das Fahrzeug hat jetzt echtes Leder, ist beheizt, belüftet und auf dem vorderen Fahrersitz belüftet und auf dem Fahrersitz mit einer Massagefunktion ausgestattet. Mein Gott, dein Chef, der muss sich lieb haben, ja, wenn er dir so einen Firmenwagen gönnt. Aber du bist auch wichtig hier, habe ich gehört, hier in einem Unternehmen. Ich gebe mein Bestes. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir so ein Fahrzeug dann nutzen dürfen. Aber man muss natürlich auch sowas zeigen, weil wenn man es nicht zeigt, dann kann man es auch nicht verkaufen. Ja, ist auch immer ein Preisschild dran. Eben als wir ihn auf dem Hof geholt haben, dann sah es so aus, als wäre das Auto zu verkaufen, das ist jederzeit zu haben. Also wer das Auto jetzt sieht und will es dir wegnehmen, der kann es sofort kriegen. Das Auto ist direkt verfügbar, ist aus aller Haltenfristen raus. Das Fahrzeug ist online gestellt. Und hat halt den Vorteil, wenn man so ein Auto neu bestellt, dauert es 3-4 Monate, der ist direkt verfügbar. Weiß ist eine unglaublich dankbare Farbe, gerade im Sommer. Und es heizt sich nicht so auf, gell? Es heizt sich nicht auf, aber bei dem Auto, das so eine sportlich ausgestattete Variante ist, stand im Vordergrund halt auch unter anderem der optische Aspekt, weil die Konturen halt unheimlich schön rauskommen und die schwarzen Scheinwerfer, die abgesetzt sind, die stechen da natürlich. Ja, schwarz auf schwarz. Schwarzer Adler auf schwarzem Grund geht nicht. So, und das ist hier, man sieht das allein, die Bicolor, die Rückspiegel hier jetzt, die mit dabei sind. Weißt du was, wir steigen mal ein, da fahren wir mal. So, mal gucken, jetzt wo du das Auto ja so gut kennst, können wir unglaublich viel erzählen. Ich mache den Sitz noch ein bisschen zurück. Habe ich ein bisschen mehr Platz. Und wir fahren mit Max Vollmer beim Autohaus Dechend in Saarbrücken los. So, einmal kurz nochmal die CO2-Effizienz entfernt. Da ist sie nochmal. Komm, wir zeigen es noch einmal. Da ist sie. Und CO2-Effizienzklasse D. Das ist aber okay. Wir reden über ein Auto mit 200 PS, muss man sagen. Ja, da spielt das D weniger die Rolle. Genau, wer so ein Auto kauft, der weiß, was er hat oder kriegt, oder? Ja, stellt man sich in der Regel vorher drauf ein. So, fahren wir los. 100 Jahre Autohaus Dechend. Er bootet. Das Booten muss ich mal zeigen. Sauschnell, oder? Ja, also die Fahrzeuge sind alle ausgestattet mit neuen Prozessoren in den Infotainment-Systemen. Mach nochmal an und aus. Ich will nochmal, das ist ja Wahnsinn. Jetzt dauert es wahrscheinlich, genau, jetzt ist aus. Und jetzt start nochmal. Ist schön, ne? Keine Wartezeit. Cool. Ja, fahren wir los. Ihr seid 100 Jahre dieses Jahr. Ja. Dechend, nicht du. Autohaus Dechend gibt es seit 1919 und wir sind im 100-jährigen Firmenjubiläum. Ja, großes Kino, oder? 100 Jahre, das ist schon, es gibt wenige Händler, die sich 100 Jahre schätzen können, oder? Also das ist was, wo wir unheimlich stolz drauf sind. Ist heutzutage absolut selten und genau dort knüpfen wir an. So, das Auto fährst du schon so ein bisschen, der fühlt sich an wie ein Handschuh, der passt? Der passt. Ich bin das Fahrzeug vorher schon mal gefahren, der wurde dann verkauft und dann habe ich mir das gleiche Fahrzeug direkt nochmal gesichert. Hast du deiner Frau erzählt, hey, die haben mein Auto verkauft. Aber du bist ja froh bei jedem, der weggeht. Denn, sag mal, deine Aufgabe ist ja nicht, die selber zu fahren, sondern den Leuten das Glück eines Opels zu verschaffen. Genau das ist es. Dadurch, dass wir die Fahrzeuge halt nutzen, können wir im Sinne des Kunden halt günstigere Preise anbieten. Und wir sind über jeden, der weggeht, natürlich froh und bekommen stetig Fahrzeuge nach. Genau, wir hatten eben noch mal ein Video gedreht, Opel Adam. Ja, das Thema Haltefristen bei Vorführwagen, das gibt's, oder? Ja, also die Fahrzeuge müssen mindestens 45 Tage auf uns zugelassen sein und auch durch uns genutzt werden. Und dann sind sie verfügbar. So ist es. Ja, guck mal vorne. Du hast direkt mal die Sitzkühlung mit drin. Also das ist, ich sag mal, die Luft wird nicht gekühlt, aber es wird
im Prinzip die Umluft durch den Sitz geführt. Genau, das Fahrzeug stand jetzt in der Sonne mit dem schwarzen Leder. Dadurch ist es etwas aufgeheizt und jetzt sitzen wir seit circa 30 Sekunden drin und es ist schon angenehm kühl und ganz wichtig, es ist kein Gebläse, sondern es zieht einfach warme Luft aus dem Sitzkissen raus. Ah, das heißt, es zieht die Luft ab, es bläst sie nicht rein. Genau, damit man sich nicht irgendwie verkältet, zieht es die warme Luft einfach raus. So, Lederlenkrad, echtes Leder. Also es riecht auch nach Leder, muss man sagen. Ja, das Lederlenkrad hier ist Bestandteil von dem OPC-Paket. OPC-Paket bedeutet abgeflachtes, griffiges Lederlenkrad, Sport-Alupedale und der Sportschaltknopf. So, die Sport-Alupedale, ich habe sie gerade drauf. So, der Möbel Martin hat gerade aufgemacht, ich zeige es mal gerade, damit man auch sieht, wir drehen im März 2019. Möbel Martin, der neue Ankerpunkt an der Ostspange, muss man sagen. Also der Megamagnet, oder? Ja, also belebt natürlich Saarbrücken Ost unheimlich und trägt zur Attraktivität von dem ganzen Stadtviertel bei. Ja, vorne geht es rechts zu Schwamm. Da vorne ist die Einfahrt zum Möbel Martin. Das heißt, man muss eigentlich nur bei Martin dann ungefähr 200 Meter weiterfahren. 300 Meter weiter, linke Seite seid ihr schon. Genau, an Möbel Martin einfach weiterfahren und linke Seite sieht man schon Opel-Fahnen und unseren Standort. Sag mal so, die 200 PS, ist das schön? Ist das schön brachial? Die 200 PS machen unheimlich Spaß und sind auch sinnvoll. Man kann das Fahrzeug im Alltag ganz normal, entspannt fahren. Und wenn man dann halt wirklich mal auf der Autobahn, auf der Landstraße ist und muss spontan vorwärts kommen oder muss zu einem Termin weiter wegfahren, dann ist man zügig und flott am Ziel. So, ich habe jede Menge Ablagen und habe eine Automatik. Ja, warum Automatik bei dir? Ist das so eine, oder gibt das Auto nur mit Automatik oder gibt es auch einen Schalter? Also man kann bei dieser 200 PS Variante auswählen, ob man ein Schaltgetriebe möchte oder ein Automatikgetriebe. Ich persönlich bin absoluter Automatik-Fan, da ich selbst in der Innenstadt wohne und stehe eigentlich morgens und abends immer im Stop-and-Go-Verkehr und da ist die Automatik unheimlich angenehm. Ich muss dazu sagen, wer einmal Automatik hat, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich habe da Angst, Automatik. Es dauert keine 30 Minuten, da haben wir sich dran gewöhnt, oder? Genau das erleben wir immer. Also wenn jemand ein neues Auto sucht und wir stellen zusammen und dann ist immer so der Wunsch, okay, wir hätten gerne Automatik, aber wir haben Angst davor. Und es ist genauso, 30 Minuten, maximal 2 Tage und man will nichts anderes mehr fahren. Nein, man will nichts anderes mehr fahren. Das war bei meiner Frau so. Der hat gesagt, die hat ein Aigo gehabt, ja. Hat die erste Automatik, wollte nie mit dem Automatik fahren, habe ich gemeint, ist genau umgekehrt, du kannst schalten. Leute, die in Amerika die Automatik fahren, die können Stick heißt es da, die wissen gar nicht, wie es geht. Ja, das ist ja was im Prinzip in Europa noch seltener ist, eine Automatik. Auf dem Rest von der Welt ist Automatik schon absolut gesetzt und kommt jetzt in Europa immer und immer mehr. Also nochmal, wer eine Automatik hatte, das habe ich immer wieder festgestellt. Also das Thema, ich bin nicht sportlich, ich fahre eine Automatik oder ich bin ein Opa. Sag mal, wie alt bist du? Ich bin jetzt 28 Jahre und die Automatik ist absolut sportlich. Also in jeder Lebenslage ist das Fahrzeug sportlich unterwegs und wenn man sogar sagt, die Schaltzeitpunkte von der Automatik, die passen mir jetzt nicht, ja, dann hat man immer noch die Möglichkeit, bei der Automatik in ein manuelles Programm zu gehen. Wo denn? Man kann hier einfach rüber in den manuellen Modus gehen und kann dann per Tiptronic-Steuerung kann man dann... Wo ist die Tiptronic? Einmal rauf, runter. Antippen und dann kann man... Schalten. Das ist zum Beispiel wichtig jetzt am Berg, wenn ich einfach mal manuell runterschalten will. Genau, also man kann die Schaltzeitpunkte selbst bestimmen. Das macht vor allen Dingen Sinn, wenn man dann mit einem Anhänger zum Beispiel fährt. Wie ich zum Beispiel. Also dass ich dann genau wählen kann, zum Beispiel am Berg jetzt im Lastbetrieb, dass ich einfach bremsen kann mit der Automatik. Genau. Was halt auch wichtig ist, die Automatikgetriebe, die hier verbaut sind, das sind sogenannte intelligente Automatikgetriebe. Die passen sich jedem Fahrer an. Das ist ein Prozess über einige Kilometer, wo die Automatik sich anlernt und der eine fährt ein bisschen sparsamer, ein bisschen entspannter, der andere ist zügiger unterwegs und diese Automatik, die merkt sich das und passt die Schaltzeitpunkte dementsprechend an. Okay, das heißt auch, also je nachdem, wie ich dann zum Beispiel, das gefällt mir jetzt nicht, jetzt will ich schneller werden, das erkennt das und hat so eine Art Kennlinie, die dann adaptiert wird? Genau, das Fahrzeug merkt sich einfach, wie fährt mein Fahrer. Okay, verstanden. So, ich gucke mal gerade nach hinten. Hier werden denn so die Kids. Du hast schon Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Gut. Oh, mit 28.
Was nicht ist, kann ja noch kommen. Ich hoffe, deine Frau guckt nicht zu. Ja, das Thema ist ja auch Leben mit der Marke Opel. Ich meine, du gehst ja nicht zur Arbeit, weil es dir keinen Spaß macht, sondern ganz im Gegenteil, oder? Nee, also es macht unheimlich Spaß. Es ist kein Beruf, es ist eine Berufung, es ist eine Überzeugung. Ich liebe die Stadt, ich liebe die Marke, es ist beides vereint. Und so ist das für mich einfach kein Krampf, auf die Arbeit zu gehen, sondern es macht einfach Spaß. Und dazu der Kundenkontakt und das tolle Produkt. Und dann verfliegt der Tag. So, wenn du mal so lieb bist, das Radio mal anmachst. Der hat natürlich auch Media. Ist ein tolles Soundsystem drin, ne? Ja, in diesem Navigationssystem ist dann auch ein Premium-Soundsystem mit verbaut, mit mehr Boxen. Es ist ein digitaler Radioempfang verbaut und alles übers Touchscreen-System steuerbar. Sunshine Live, dein Sender? Sunshine Live, mein Sender, und da es den im Saarland normal nicht zu empfangen gibt, ganz normal über analogen Empfang, ist es halt über digitalen Radioempfang jederzeit verfügbar und in der Regel auch rauschfrei. So, wir fahren mal in Richtung Frankreich, wie ich gerade festgestellt habe. Ja, Goldene Bremmen, kennt jeder, oder? Ja, das ist so die Hausenhof-Teststrecke, ist unbegrenzt und da kann man halt gerade solche Fahrzeuge dann wirklich mal schön ausprobieren und hier ist unheimlich wenig los auf diesem Stück. So, bleibt dran, Teil 2, große Testfahrt mit dem Opel Astra mit 200 PS, ja, bleibt dran. Hier sind wir, ja, die Autobahn Richtung Frankreich zur Goldenen Bremmen. Hier ist dein Lieblingsstück, die Landeshauptstadt Saarbrücken. Du bist ein Saarbrücker Junge? Ich bin Saarbrücker Junge, bin hier geboren, aufgewachsen und immer geblieben. So, hier ist der Blick über Saarbrücken. Ja, du hast auch eine Neigung zu einem Fußballverein. Du hast gesagt, ja, nenn ja nicht den Fußballverein, aber er ist in Saarbrücken, so viele gibt es ja nicht, ja. Und der Schal ist blau. So, aber es gehört einiges dazu. Das heißt, also jetzt in Saarbrücken arbeiten zu dürfen mit einer Firma, die es in Saarbrücken schon seit 100 Jahren gibt. Ja, das ist dieses Jahrhundert, gell? Ja, wir werden dieses Jahrhundert. Wir sind hier in Saarbrücken. Ich bin mit der Stadt unheimlich verwurzelt und dann ist es für mich gar keine Frage, den Sportverein, der in dem Stadtteil ist, in dem ich wohne, den zu unterstützen. Und deswegen gehört alles zusammen. Saarbrücken, Deschend und der Beruf. So, da ist gerade ein polnischer Fahrer. Gib mal Gas. Darf man hier? Hier ist frei und dann beschleunigen wir mal durch. Uiuiui. Also man hört gar nichts. Wir fahren jetzt 160. Wir können uns ganz locker unterhalten. Wir schreien überhaupt nicht, oder? Nö, es ist absolut noch entspannt. Wir sind jetzt bei 180 und der Geräuschpegel ist immer noch super leise. Jetzt müssen wir abbremsen, weil der Vordermann leider etwas langsamer fährt. Ja gut, er hat ja auch keinen Astra mit 200 PS. Aber ist es so, Straßenlage, fett? In jeder Lage ist man sicher unterwegs, das ist wichtig. Ein sportlich straff abgestimmtes Fahrwerk mit 18 Zöllern und wir fahren zügig in der Kurve und sind immer sicher. Okay, das bedeutet, er liegt auch richtig, richtig schön in der Kurve. Ja, liegt richtig schön, aber das muss auch einfach bei so einem Fahrzeug sein. Also das wird nicht passen, wenn es 200 PS wären. Mit so einer schönen Ausstattung, das Fahrzeug wird irgendwie unruhig auf der Straße liegen. So, da haben wir ein klein wenig was gezeigt. Also man kann ja sagen, so eine Eingewöhnungszeit bei einem Auto, die kann mal länger oder mal kürzer sein. Wichtig ist so die 10-Sekunden-Regel. Ist das hier, ist alles in seinem Platz? Das ist ein ganz großes Thema hier im Interieur. Es ist alles an seinem Platz. Es ist in 3 Stufen ist es gegliedert. Wir haben das Infotainment-System, wir haben die Klimabedienung und die Assistenzsysteme. Und da findet man sich unheimlich schnell mit zurecht. Ganz viele Knöpfe sind auch noch an dem Ort, wie man sie vermutet. Relativ wenig Untermenüs. Das Ganze lässt sich prima reinigen. Viele glatte Oberflächen. Ja, also es ist viel Klavierlack verbaut, der aber super einfach mit einem Mikrofasertuch zu reinigen ist. Und es ist alles an seinem Platz, wie es sich gehört. Ja, meine Frau sagt immer, es muss gut zu reinigen sein, sonst kaufe ich es nicht. Ja, sonst ist es so, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwas rauszufieseln oder mit Luftdruck dann auszublasen. Aber gut, so ist es. Also die aufgesteppten Nähte sind schick. Das fällt mir direkt mal auf. Wir werden gleich euch mal zeigen, so Fahrerassistenzsysteme, dass man erzählt, es regelt automatisch den Abstand zum Vordermann. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, ich fahre jetzt 130, ist ein Auto vor mir, hältst den Abstand. Genau, also man kann das genauso einstellen. Man stellt seine Reisegeschwindigkeit ein und wenn vorne dran ein Fahrzeug reinzieht, dann wird der Abstand und immer mindestens der gesetzlich vorgeschriebene Abstand automatisch gehalten, was natürlich auch das Risiko von einer Unterschreitung des Mindestabstands verringert. Was natürlich gefährlich ist, nicht nur für den anderen, sondern
auch für deinen Führerschein. Und da geht es ja auch drum. Ja, ich brauche den Führerschein für meinen Beruf auszuüben. Wir sind unheimlich viel unterwegs, auch im Auftrag zum Kunden. Und da ist es ganz wichtig, dass so eine Geschichte wie Geschwindigkeit und Abstand immer eingehalten wird. Ja, das steckt ja oben drin. Da sind Radar, Kameras, es erkennt die Kennzeichen automatisch. Das haben wir oben gleich mal gesehen. Das heißt, es wird also immer die ausgelesene Geschwindigkeit, die er erkannt hat von Verkehrskennzeichen, wird eingeblendet. Das ist nichts Neues, aber in so einem Mittelklasse-Auto, sage ich jetzt mal, oder sogar in der Kompaktklasse, ist das schon außergewöhnlich. So, jetzt haben wir leider kein Auto vor uns. Wie wird das programmiert? Also wir haben hier in dem Fahrzeug zum Beispiel noch den Sportmodus. Ja. Dann ist das Gaspedal noch etwas direkter. Gehen wir einfach mal rein und wird im Display angezeigt. Und da können wir jetzt dann mal einmal schön durchbeschleunigen. Es ist viel Platz. Mach mal. VMAX? Angegeben 236. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja, ich habe noch keine Angst. Augenblick, guck mal gerade. Ja, das ist Deutschland. Irgendwann werden wir uns das Video mal angucken und sagen, das waren noch Zeiten, als man unbegrenzt fahren durfte. So, und wir sind jetzt über 200, völlig entspannt. Das Auto liegt super in der Spur und selbst der Geräuschpegel ist noch unheimlich niedrig. Und die Windgeräusche, haben ein bisschen zugenommen, aber jetzt fahren wir im Moment 210. Ja, jetzt fahren wir 210 und das Fahrzeug fährt wie auf Schienen. Ich glaube, wir haben ein tolles Wetter heute. Ja, das Wetter passt und es ist viel Platz. Jetzt sind wir bei 220. Guck mal hier, meine Stabilisierungseinrichtung, die neigt sich komplett in die Richtung. Und jetzt sind wir im Prinzip bei der angegebenen Höchstgeschwindigkeit. So, jetzt sind wir mal kurz runter und wir bremsen ab. Hier ist 100. Bremsen gut? Er hat hier auch die stärkeren Bremsen drin, einwandfrei, und jetzt fahren wir wieder, wie es vorgeschrieben ist. Prima. So, jetzt sind wir in Feching. Ja, also tolles Auto. Du willst ja noch mal kaufen? Gut, ist ja gemein, du kaufst ja Opels. Ich verkaufe Opels, aber wir fahren natürlich auch alle privat diese Fahrzeuge. Und ich bin davon überzeugt und würde privat immer so ein Fahrzeug selbst kaufen, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, auf so ein Dienstfahrzeug zurückzugreifen. So, jetzt hast du Abstandsregelung ist drin. Ist noch nicht drin, er hat jetzt den Vordermann erkannt, das wird mit dem kleinen grünen Auto bestätigt. Und jetzt gehen wir einfach mal, stellen wir mal die Geschwindigkeit ein auf 130 oder 140 km/h und der Vordermann fährt aber jetzt deutlich langsamer, die 91, und an dem orientiert er sich. Wenn der jetzt schneller wird, beschleunigt das Fahrzeug mit, und wenn der abbremst... Es wird jetzt nämlich interessant, wir fahren nämlich jetzt Feching runter und du hältst einfach mal, du machst mal gar nichts, okay? Das heißt, im Moment sind die Füße weg, richtig? Genau, ich mache einfach gar nichts und ich kann jetzt bis zum Stand mich im Prinzip... Bis zum Stand, bis auf Null im Prinzip mit dem Vordermann mitziehen lassen. Der fährt auch wieder an dann? Anfahren kann er alleine nicht, aus rechtlichen Gründen muss man kurz einmal das Gaspedal antippen. Aber jetzt merkt man schon, wie das Fahrzeug von selbst bremst, obwohl ich kein Pedal bediene. Das ist natürlich ein Traum, wenn ich einen Anhängerbetrieb habe oder ich fahre in der Kolonne oder Stop and Go. Stop and Go oder halt jetzt gerade lange Bergabpassagen, ist es einfach ein absoluter Komfortaspekt, dass man nicht selbst bremsen muss. Ja, jetzt fragen sich natürlich alle Leute, wir haben Luxus gesehen, wir haben Leder gesehen, wir haben Abstandstempomat, DAB+, wir haben Vollausstattung voll gesehen. 50.000 Euro? Mitnichten. Also das Fahrzeug kostet Listenpreis annähernd an die 39.000 Euro und wir haben das Fahrzeug in der Aktion für 32.500. Dieses? Genau dieses Fahrzeug, wie er hier steht, dieses Einzelstück. Das Einzelstück mit 5.478 Kilometer, zumindest mal Stand jetzt beim Video, ist quasi gut eingefahren, so kann man es ja sagen, oder? Ja, ist jetzt im Prinzip die Einfahrphase ist jetzt vorüber, wobei auch der Hersteller gar keine Empfehlung hier ausspricht für eine Einfahrphase. Ja, man sollte aber, ich glaube, die ersten 500 bis 1000 Kilometer mal ein bisschen zart machen, oder? Genau, also wir gehen so immer auch halt ran an die Fahrzeuge, dass auf jeden Fall die ersten 1500 Kilometer das Fahrzeug nicht unnötig hoch beschleunigt wird. Ja, also was auch interessant ist, du hast nicht so diesen Brüllwürfelcharakter, den ich so immer von anderen Autos hast. Du kannst also mit dem Auto sehr dezent auch mal vom Kindergarten vorfahren, oder?
Das Auto ist absolut alltagstauglich und sozialneid unempfindlich. Man kann überall vorfahren. Ich kann zum Außendiensttermin, zum Kunden fahren. Das Auto ist ganz normal vom Geräuschpegel wie jeder andere hochwertige Pkw. Aber wenn man dann natürlich halt auf der Autobahn mal beschleunigt und dann hat man auch noch den passenden Motorsound. Ja, es gibt ja so ein bisschen Flucht nach vorne, also dass man auch die Kraft hat zum Überholen. Es gibt ja schon mal brenzliche Situationen, wo irgendwas passiert. Ich bin am Überholen, ich brauche die Leistung. Das ist auch ein wichtiger Faktor für Sicherheit. Das heißt, ich kann dann einfach mal vorbeiziehen. Genau, das ist es, die Sicherheit. Es ist niemand fehlerfrei und jeder kennt das aus dem Alltag, dass man mal rüberzieht auf eine Spur und da ist plötzlich einer im toten Winkel, trotz toten Winkelwarner, trotz Schulterblick, warum auch immer, ist einer da und dann kann man natürlich zügig wegziehen. Und er hat selbstverständlich einen toten Winkelwarner mit drin. Das sind also so Basics. Er hat Start-Stopp-System mit drin. Er hat also alles, was man so kennt, so serienmäßig, das ist alles mit eingebaut. Voll. Mehr geht nicht an Ausstattung. Also er hat alles bis drin. aufs Schiebedach. Ja. Und das wolltest du nicht. Ja, das war Nee, ich gucke ja nach vorne raus, ich gucke nicht nach oben. So ist es. Schick. So, wir fahren mal zurück und dann machen wir gleich die Abmoderation. Bleibt dran, bis gleich. Im Opel Astra. Das hier ist Modelljahr 2019? Das Fahrzeug ist ja noch zugelassen im November letztes Jahr, also ist er Modelljahr schon 19, aber gebaut 2018. Okay, also wer den hier genau sieht, brutto, die Mehrwertsteuer ist abziehbar, der Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer, das heißt, jemand, der ihn kaufen möchte von der Firma, der kann die Steuer. Ich kann Fahrzeuge in Zahlung geben, ich kann leasen, finanzieren, alles. Genau, wir haben alle Möglichkeiten nach Kundenwunsch den Kauf von so einem Fahrzeug umzusetzen. Leasing, Finanzierung, wir nehmen Fahrzeuge in Zahlung. Für den Gewerbetreibenden, der kann die Mehrwertsteuer abziehen. Und wichtig, es kommen keine verdeckten Kosten mehr dazu. Also Überführung ist drin, Zulassung ist drin, fix und fertig. So, wenn jetzt der Kunde sagt, ich hätte gerne Winterräder noch mit dazu, ist das ein Problem? Das ist kein Problem. Also man kann hier immer ein Paket schnüren mit Winterrädern. Jetzt sind wir im Prinzip über den Berg, aber gibt es immer Möglichkeiten im Sinne vom Kunden hier Winterräder zu montieren. Okay, wenn das Auto jetzt weg ist, so jetzt sieht jemand das Video und das bleibt ja ein bisschen länger on YouTube und so weiter und ihr kriegt immer wieder ähnliche Angebote nach, oder? Genau, also wir kriegen immer wieder ähnliche Angebote nach und sollte mal der Fall eintreffen, die Hersteller ändern ja auch immer die Bestellbarkeit von verschiedenen Motorisierungen, Ausstattungen, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, auf einen Pool von Fahrzeugen zurückzugreifen aus dem Opel Werksbestand. Super. Ja, wir sind gleich wieder da. Jetzt fahren wir ein bisschen anders an. Hier ist Halberg Guss, da oben ist es. So, die Stadt Saarbrücken steht ja für einige Dinge, unter anderem für Halberg Guss. Ja, man riecht es ab und zu. Halberg Guss, man riecht es natürlich, wenn man hier in Saarbrücken Ost angesiedelt ist, aber auch ganz wichtig, Halberg Guss nutzt auch Fahrzeuge vom Autohaus Dechend. Nee, ist jetzt nicht negativ. Es gehört dazu. Also ich sag mal, das Saarland hat ja eine unglaublich starke Bergbau- und Automobilzuliefererindustrie. Das kommt auch unter anderem von den Stahlgießern. Ja, also hier direkt um die Ecke wird ja sogar der Rumpfmotor, der 1.4er für Opel produziert, der zum Beispiel im Opel Adam drin ist, im Corsa drin ist, im Astra drin ist. Der Grundmotor wird hier in Saarbrücken-Brebach produziert. Echt? Hab ich gar nicht gewusst. Ja, von Halberg Guss im Auftrag von Opel. Da ist er. Also wenn Sie ihn sehen, Saarbrücken N1000. Ich nehme mal an, das Schild, das nimmst du immer mit, oder? Das wechselt immer. Wir haben immer die Tausender-Nummern. Ich habe am liebsten die S1000 für Saarbrücken. Ihr habt Tausender-Nummern? Ey, hier, guck mal hier, komm mal mit. Habe ich gar nicht gewusst. Ihr habt M1000, H1000, U1000. Ja, ab und zu sind die Tausender nicht frei. Da habt ihr die 1111. Aber hier V1000, E1000. Elektroauto natürlich die E1000. Aber echt? Das habe ich gar nicht gewusst. Cool. Aber es ist so, dass das jetzt wechselt auf die Vorführwagen, die ihr habt. Das heißt, ihr nehmt die mit innerhalb des Konzerns, oder? Genau, also die geben wir nicht her, die Tausender-Nummern. Wir haben im Prinzip fast 6,5 alle. Stück. Ja, im Prinzip fast alle von A bis Z. Ö1000. Die gibt es ja leider nicht, aber da legen wir so ein bisschen Wert drauf. Das ist so ein Erkennungszeichen von unseren Fahrzeugen. Habe ich nicht gewusst, aber jetzt weiß ich es. Ah, hier A1000. Ist ja krank. Ja, nee, toll finde ich. So. Also, wenn ihr jemals ein Fahrzeug seht mit Saarbrücken und 1000, ja, dann wisst ihr, ist es Dechend. Und weißt du, was witzig ist, wenn du mal gerade so lieb bist und mal die letzte Null mal abdeckst.
Mach mal. Deck die mal ab mit der Hand. So. 100 Jahre Opel Dechend in Saarbrücken. Ja, im Jahr 2019 sind wir jetzt. Ja, hier steht er, wenn ihr ihn kaufen möchtet. Ja, ihr habt so viel, ihr müsst ihn verkaufen. Einfach anrufen. Hier oder egal wo, spielt keine Rolle, oder? Im Prinzip sind die Fahrzeuge an allen Standorten verfügbar. Also alles, was bei uns steht, ist auch an anderen Standorten verfügbar, wenn jemand zum Beispiel näher nach Neunkirchen hat. Ansonsten bei uns jederzeit hier melden, machen wir gerne einen Termin aus, Probefahrt ist auch möglich. Standorte wo überall? Standorte sind hier der Hauptsitz in Saarbrücken, dann sind wir in Völklingen, in Neunkirchen und St. Ingbert. Ja, ganze Saarland. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.